Guten Mittag, Leute, hier aus Peshawar, eine der ältesten Städte der Welt. Gerade immer noch in Pakistan, 50 Kilometer vor Afghanistan. Lilly und ich, wir sind jetzt hier angekommen, sind gerade mit dem Van hier angekommen. Hier fahren irgendwie keine größeren Busse hin, deswegen ein kleinerer Van, so mit 10, 12 Leuten drin. Und wir sind in einem Hotel angekommen, direkt mit offenen Fenstern. Es ist mega laut hier. Wir haben es noch irgendwie zubekommen. Aber wir sind auf jeden Fall direkt an der Altstadt dran. Wir wollen jetzt für Lilly erstmal noch ein bisschen was, ja, so Längeres kaufen. Sie fühlt sich nicht ganz so wohl damit, weil es auf jeden Fall schon eine traditionellere Stadt und religiöser als, sage ich mal, im Rest von Pakistan. Da hast du bisher nicht so die Erfahrung gemacht, oder? Nee, alles war gut soweit, aber hier merkt man schon einen Unterschied ein bisschen von der Kultur und so. Ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal auf den Bazar, schauen uns ein bisschen die Stadt an, denn vor Einbruch der Dunkelheit, habe ich gesagt, will ich auf jeden Fall wieder zurück sein. Aber ich zeige euch noch mal kurz unser Zimmer. Wir bezahlen jetzt hier 1400 Rupie die Nacht. Und hier ist einmal unser Bad. Sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, aber ist super, super dreckig. Und naja, gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Ist okay. Und dann gibt es hier sogar, was ist das? Weißt du, was das ist? Wasser. Wasser, ja. Und 2 Betten und dann da geht es direkt raus zur Stadt. Aber so viel erstmal dazu. Dann sehen wir uns wahrscheinlich sogar mit der GoPro wieder. Ich weiß noch gar nicht, ob ich hier so direkt filmen will. Ich muss erstmal gucken, wie die Leute so drauf sind. Bisher waren sie auf jeden Fall nett, aber man muss ja nicht übertreiben. Deswegen jetzt erstmal zum Bazar und viel Spaß mit dem Video hier aus Peshawar. Wir sind jetzt gerade mal 2 Minuten gelaufen. Ich habe mir direkt erstmal einen Zuckerrohrsaft geholt. Ich werde den erstmal probieren. Mal schauen. Schmeckt wirklich sehr, sehr geil und ist echt erfrischend und alle Leute schauen es zu. Erstmal austrinken und dann geht es jetzt zum Bazar. Leute, wir sind jetzt hier mitten in der Altstadt angekommen. Es ist super viel Verkehr und jede Straße hat so sein eigenes Thema, sag ich mal. Denn hier, wie ihr sehen könnt, werden zum Beispiel nur Vögel verkauft und dann eben so Zubehör wie Käfige. Und eben waren wir in der Schuhstraße und davor komplett Kleidung und Elektronik. Die Menschen sind hier auf jeden Fall super, super nett. Und dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Wir wurden jetzt hier in einen kleinen Laden reingesetzt, der Säfte verkauft. Und holen uns jetzt erstmal einen Mangosaft, denn da habe ich mega Bock drauf. Das sieht richtig gut aus. Er holt jetzt noch ein bisschen Eis. So, das sieht schon mal richtig gut aus, Leute. Jetzt wird das Ganze gemischt. Und dann soll es schön erfrischend sein. So Leute, wir haben uns jetzt hier in einen kleinen Teeshop gesetzt, direkt in der Altstadt von Peshawar. Wir bekommen gleich noch unseren Tee, einen traditionellen Kava-Tee, den man hier wohl trinkt. Lilly hat gesagt, den müssen wir auf jeden Fall mal trinken. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool hier aus. Schaut euch mal hier um. Da wird der Tee direkt rausgegeben und den kriegen wir dann hier an unserem Platz. Ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, wie es mir bisher hier in Peshawar gefällt. Wir sind jetzt hier seit 2 Stunden in der Altstadt unterwegs. Mir gefällt es hier auf jeden Fall super gut und ich habe echt endlich das Gefühl, das ist eine richtige Altstadt. Die erste so in Pakistan. Vorher war das alles so, ja, nicht
wirklich alt und eher so behelfsmäßig gemacht, alles so funktionell. Und hier hat man wirklich das Gefühl, das sind noch alte Gebäude und so. Und ja, wie findest du das hier so? Ja, also mir gefällt es auch richtig gut. Es ist richtig lebendig und man merkt, es hat eine gute Atmosphäre in der Stadt hier. Und auch als Frau, wo man schon dachte, es ist mehr so konservativ, habe ich bis jetzt keine Probleme wirklich gehabt. Ja, also ich habe es mir auch krasser vorgestellt. Die Leute sind aber super nett und alle fragen, wie es einem geht und wollen irgendwie weiterhelfen. Und wir werden uns einfach hier so weiter in die Gassen dieser Altstadt reinbegeben. Aber jetzt natürlich erstmal den Tee probieren und dann sage ich euch mal, wie der so schmeckt. Wir haben jetzt einen Kava serviert bekommen und da wird hier in so kleinen Schälchen serviert, gar nicht in Tassen. Und dazu auch so ein kleines Kännchen. Bin gespannt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr süß, aber er schmeckt echt gut. Ja, kann man trinken, aber so ganz speziell finde ich den jetzt nicht. Also ich hätte schon gedacht, dass da irgendwie noch so ein krasserer Geschmack ist oder so, aber müssen wir heute irgendwie auf jeden Fall nochmal trinken. Ja, dann machen wir erstmal die Kanne leer, würde ich sagen. Wir sind jetzt circa 1 Kilometer aus dem Zentrum rausgelaufen und hier im Hintergrund seht ihr das Museum. Ich weiß noch nicht, ob es auf hat, denn es sieht irgendwie ziemlich zu aus. Aber das Gebäude an sich ist schon mal cool, oder? Vielleicht ist es auch der Hintereingang, weil ich glaube, wir müssen noch einmal hier außen rum gehen. Naja, aber die Menschen sind mega freundlich. Wir wurden schon wieder gerade nach Hause eingeladen, aber wir lehnen halt irgendwie immer ab, weil sonst kommt man hier einfach gar nicht voran. Man wird so oft eingeladen. Da müsst ihr schon allein einen Tag einplanen, um einfach nur sich von Haus zu Haus bringen lassen und irgendwie Tee zu trinken, zu essen und zu erzählen, woher du kommst. Es gibt übrigens überall in Pakistan immer wieder frisches Wasser von einem Automaten. Also manchmal auch mitten an der Straße. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Eintritt bezahlt. Ich sollte extra Geld bezahlen, um mit der Kamera hier zu filmen. Das mache ich eben nicht. Also sehen wir uns gleich draußen wieder und ich sage euch, wie es war. Schaut euch mal diese Busse hier an. Die fahren hier überall rum. Die sind so bunt angemalt und alles Mögliche klebt da dran. Das sieht mega geil aus, Leute. Ja, Leute, wir sind jetzt 20 Minuten hier durch Peshawar gelaufen auf der Suche nach einer Pharmacie. Die haben wir jetzt natürlich gefunden. Ich habe jetzt hier was für den Magen bekommen, denn ich habe ja seit 10 Tagen leider Durchfall. Ich weiß, kein schönes Thema, aber es hat mich zum ersten Mal auf Reisen gepackt. Und hier gibt es immer so kleine Shops. Schaut euch das mal an. So sieht die Pharmacie aus. Thank you very much. Ja, mal gucken, ob das hilft. Das sind jetzt so Tabletten gegen Durchfall. Mal schauen. Ich habe jetzt noch 2 Tage hier in Pakistan. Hoffentlich geht es mir dann besser, bevor ich jetzt nach Schweden fahre. Aber die Leute sind super nett, die bemühen sich für alles. Und ich finde, die Shops sehen schon echt ziemlich lustig aus. Alles so gestapelt. Naja, wie dem auch sei, wir haben sogar noch Chai bekommen, Tee. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen was essen. Leute, ich habe gerade dieses Eis geschenkt bekommen, Lilly auch, deswegen ist da noch eins drauf. Ich habe also beide gegessen oder bin gerade dabei. Und ich habe gerade sogar eben die Medizin geschenkt bekommen. Aber Lilly ist jetzt sogar schon weitergegangen und hat sich hier was zu essen geholt. Was hast du denn hier da genau geholt? Erzähl mal. Und wie schmeckt das so? Da sind Samosa, also mit Kartoffeln drin und so ein frittiertes Teilchen. Ja. Das wird dann klein gemacht mit Kartoffeln und Zwiebeln und Gurken und ein bisschen Salat. Und dann ganz viele verschiedene Soßen, also Joghurtsoße, ein bisschen scharf und viele verschiedene Gewürze. Es sieht nicht so appetitlich aus, aber es ist wirklich richtig lecker. Und noch Kichererbsen natürlich, für den gesunden Part. Ist schon eine ordentliche Portion, würde ich sagen. Also dann lasst es schmecken. Danke. Ich habe jetzt hier noch das Eis und ja, dann hole ich mir jetzt noch ein Brot. Wir haben jetzt hier einen kleinen Stand mit Brot gefunden. Das sieht übrigens ja so aus, rund oder so fast quadratisch und so länglich gezogen. Und ich werde mir, denke ich mal, so ein kleines holen.
Mal schauen, wie viel das kostet. Guten Abend hier aus Islamabad, Leute. Ja, wir haben es jetzt schon gute 24 Stunden später, denn ich habe mich nicht gebeamt, sondern bin auch heute wieder mit dem Minivan zurück nach Islamabad gefahren, denn morgen geht schon wieder mein Flieger. Soweit will ich noch gar nicht vorweggreifen. Erstmal soll es um den gestrigen Tag gehen. Wie gesagt, ich bin einfach eingeschlafen, weil ich so kaputt war und weil mein Magen auch so eine Beschwerden hervorgerufen hat. Leider. An den heutigen Tag habe ich einfach auch gar nichts weiter gegessen, um das vielleicht ein bisschen vorzubeugen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Schauen wir mal. Aktuell ist so, okay. Zuallererst etwas zum Peshawar-Museum. Das hat sich, ich würde sagen, schon gelohnt, auf jeden Fall mal gesehen zu haben, aber ein krasses Ausflugsziel ist es auf jeden Fall nicht. Die erste Etage war komplett mit buddhistischen Statuen geschmückt, sage ich mal, alles voll, was natürlich auch mit der Tradition zu tun hat, mit der Historie dieser Gegend. Ich denke, viele wissen es gar nicht von euch, aber um die Zeit 200 bis 300 nach Christus gab es auch ein paar buddhistische Herrscher in dieser Gegend. Dementsprechend gab es auch Tempel und in Afghanistan gab es ja auch einen der größten Buddha der Welt, der aus einer Felswand herausgehauen wurde. Den wurde aber von der Taliban vor über 10 Jahren, glaube ich, gesprengt. Das eigentlich Interessante an diesem Museum ist das zweite Stockwerk, in dem man einfach viel mehr über die Historie des Landes erfährt, generell auch über die Stadt. Denn vor allem findet man dort Waffen aus der Kolonialzeit und auch alte historische Bilder, was auch nochmal super cool war. So eine Art Polaroid, würde ich sagen. Das hat mir super gut gefallen. Traditionelle Kleidung, die mehrere hundert Jahre alt war und so weiter. Ne? Islamische Schriften. Das war auf jeden Fall ziemlich interessant. Aber jetzt zurück zur Gastfreundschaft der Pashtunen in Peshawar, denn dazu muss ich einfach noch mal kurz was sagen. Ich bin ja generell schon von der pakistanischen Gastfreundschaft unglaublich überwältigt. Überall wird man irgendwie eingeladen, aber Peshawar, und damit habe ich null gerechnet, hat alles bei weitem übertroffen. Ich war mir ja die ganzen Wochen, die ich hier schon in Pakistan war, gar nicht sicher, ob ich überhaupt nach Peshawar reisen will. Eigentlich habe ich gesagt, da will ich nicht hin, das ist mir zu unsicher. Ich war da und keine 2 Minuten später wurde ich schon zu irgendwas zum Essen eingeladen. Das ist einfach so krass. Und wie ihr gesehen habt, ich wurde die ganze Zeit in der Stadt irgendwo eingeladen, sei es ein Fruit Shake, sei es ein Eis, sei es mal das Brot, was ich hier noch immer habe, weil es so viel und so sättigend ist. Das ist einfach heftig. Lilly, von der ich mich natürlich jetzt schon verabschiedet habe, die musste nichts für ihre Suppe bezahlen, ich musste nichts für meine Medikamente bezahlen. Und wir wurden schon noch 5 bis 15 Mal mehr zum Essen und zum Tee eingeladen. Das ist wow. Also man müsste rein theoretisch dort kein Geld ausgeben, außer vielleicht für die Unterkunft. Außer man würde Couchsurfen oder irgendwo bei einem Einheimischen unterkommen. Das ist einfach so heftig und damit rechnet man irgendwie gar nicht. Generell dieses Bild von Pakistan ist einfach so schlecht, das bei uns in den Medien gezeigt wird und ich kann es einfach absolut zu 100% verneinen. Von der Gastfreundschaft her ist Pakistan auf jeden Fall das Land, was mich bisher am meisten begeistert hat und am meisten überrascht hat. Da auf jeden Fall Platz 1 meiner bisherigen bereisten Länder. Mega heftig, ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. So viel erstmal für dieses Video. Ich glaube, das war jetzt auch lang genug. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte des Displays meinen Kanal kostenlos abonnieren und ihr verpasst keine Weltreisevideos mehr. Links und rechts davon verlinke ich euch einmal meinen letzten Weltreisevlog und meine ganze Weltreise-Video-Playlist mit allen Videos meiner bisherigen Weltreise und natürlich auch den zukünftigen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.